In diesem Video möchte ich erklären, warum Bitcoin die Evolution des Geldes ist. Ja, um das zu beantworten, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was Geld überhaupt ist, wie Geld entsteht, was gutes Geld ist und welche Eigenschaften es hat, welche Formen Geld schon in der Geschichte schon hatte und wie die einzelnen Formen gescheitert sind. Also, fangen wir an. Was ist Geld? Wenn ich diese Frage stelle, antworten die meisten Leute mit der Euro oder Gold. Aber das beantwortet die Frage nur oberflächlich. Um zu verstehen, was Geld ist, müssen wir erstmal verstehen, wie Menschen sich in Gruppen verhalten. Menschen produzieren Dinge, sei es ein Bauarbeiter, der Häuser baut, sei es ein Tischler, der Stühle herstellt oder ein Angler, der Fische fängt. Alle drei haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber können diese nicht selber bedienen. Der Angler hätte gerne Möbel in seiner Wohnung, der Tischler gerne ein Haus und der Bauarbeiter Essen auf seinem Teller, um zu überleben. Um die Bedürfnisse zu bedienen, tauschten die Menschen in der Anfangszeit Waren gegen Waren. Also Äpfel gegen Fische, Stühle gegen Kühe und Schafe gegen Häuser. Es entstand aber ein Problem. Angebot und Nachfrage konnten sich oft nicht bedienen. Ich meine, wer möchte schon ein Haus gegen 300 Stühle tauschen? Oder 400 Fische gegen einen Ofen? Und was mache ich jetzt mit den 400 Äpfeln, wenn ich jetzt kein Haus kaufen möchte, aber in 3 Jahren eins? Bis dahin sind ja meine Äpfel schon auch verschimmelt. Die Lösung hierfür war, dass jeder sich merkt, wie viel Wert man einer Person geliefert hat und kann diesen später wieder einfordern. Ich habe dir in den letzten 2 Jahren 400 Äpfel gegeben, dafür baust du mir jetzt ein Haus. Ich meine, das ist wie, als wenn man seinem Kumpel hilft und er dir somit eine Gegenleistung schuldet. Das funktioniert zunächst super, aber leider nur bis zu einer gewissen Grenze. Das Problem ist, dass wir Menschen in Gruppen nur bis zu einer Anzahl von 150 Personen persönliche Beziehungen stabil halten können. Daher war es auch logisch, dass die ersten Dörfer nicht größer als 150 Menschen waren. Um das Problem zu lösen, wurde Geld erfunden. Geld ist einfach nur die gespeicherte Information, dass du etwas geleistet hast. Wenn jemand das Geld besitzt, weiß die Gesellschaft, also eine fremde Person, dass dieser einen Wert geschaffen hat und nun einen Anspruch auf eine Arbeitsleistung hat, ohne dass sie die Person kennt. Dadurch konnten die Dörfer deutlich über 150 Menschen anwachsen, da man sich nicht mehr merken musste, wem man etwas schuldet. Wer reich ist, hat viel Wert geschaffen und hat jetzt einen Anspruch auf Dienstleistungen. Das funktioniert aber nur, wenn das Geld ein gesundes Geld ist. Diese Problematik schauen wir uns gleich an. Zusammengefasst lässt sich sagen, Geld ist der Speicher für den Anspruch der geleisteten Arbeit, die du gegen andere Dienstleistungen der Gesellschaft eintauschen kannst. Du tauscht Äpfel gegen Geld und kannst nach Jahren mit dem Geld ein Haus kaufen. Also, schauen wir uns mal an, welche Formen Geld schon hatte. Geld muss etwas sein, was selten ist und was man nicht aus dem Nichts vermehren kann. Primitive Formen von Geld waren zum Beispiel große Steine auf einer Insel, seltene Muscheln oder Glasperlen wie in Westafrika. Alle 3 Dinge hatten eins gemeinsam, sie waren knapp, da man sie nur durch einen hohen Arbeitsaufwand fördern oder herstellen konnte. Das hat ja am Anfang auch sehr gut funktioniert. Ich meine, es war selten, niemand konnte es einfach so auch vermehren. Prima, funktioniert ja. Leider nur, bis die Europäer in Afrika auftauchten. Im alten Westafrika wurden viele Jahrhunderte lang Akori-Perlen, kleine dekorative Glasperlen, als Geld verwendet. Diese Perlen ungewissen Ursprungs waren ein Mittel zur Vermögensübertragung zwischen Menschen im Handel, als Geld und über Generationen hinweg als Geschenk oder Erbstück. Als im 16. Jahrhundert europäische Entdecker in Afrika auftauchten, wurde ihnen schnell klar, dass Akori-Perlen von afrikanischen Einheimischen hoch geschätzt wurden. Da die Glasherstellungstechnologie in Afrika zu dieser Zeit primitiv war, waren Akori-Perlen schwer herzustellen und daher im Vergleich zu anderen Waren zuverlässig knapp. Zu Hause in Europa war die Glasherstellungstechnologie ausgefeilter. Gefälschte Perlen, die praktisch identisch mit Akori-Perlen waren, konnten zu geringen Kosten in Massen hergestellt werden. Viele schlaue Europäer nutzten die wirtschaftliche Gelegenheit und organisierten bald Expeditionen nach Westafrika. Sie versendeten große Mengen ununterscheidbar gefälschter Akori-Perlen, die fachmännisch in europäischen Glasherstellungsbetrieben hergestellt wurden. Dieses Programm war eines der ersten bekannten großen Geldfälschungsgeschäfte der Welt. Was auf diesen scheinbar harmlosen Export von Glasperlen folgte, war eine jahrzehntelange Plünderung des afrikanischen Reichtums, der natürlichen Ressourcen und letztendlich der Zeit. Als europäische Schiffe an afrikanischen Ufern ankamen, viele mit Rümpfen voller Glasperlen, tauschten Einheimische ihre hart verdienten Vermögenswerte bereitwillig gegen wertvolle Akori-Perlen.
Im Laufe der Jahrzehnte ermöglichte dieser Handel mit realen Vermögenswerten gegen gefälschte Perlen eine heimliche Beschlagnahmung des afrikanischen Reichtums durch die Europäer. Ein Verbrechen in Zeitlupe, das die afrikanische Gesellschaft über die folgenden Jahrhunderte hinweg lahmlegte und ausbremste. Akori-Perlen wurden später als Sklavenperlen bekannt. Als viele der neu verarmten Afrikaner verzweifelten, waren einige gezwungen, sich selbst oder andere als Sklaven an ihre europäischen Eindringlinge zu verkaufen. Sklavenperlen, eines der vielen Währungssysteme der Geschichte, das von Fälschern als Waffe genutzt wurde, spielten im transatlantischen Sklavenhandel über mehrere Jahrhunderte eine wichtige Rolle. Leider war das kein Einzelfall. Stoffstreifen, die Panos genannt wurden, waren eine andere Form des Geldes in Nordafrika bei muslimischen Händlern. Die Portugiesen hatten eine effizientere Produktionsmethode in Europa und konnten somit die gespeicherte Arbeitszeit stehlen. Also, fassen wir das mal auf den Punkt zusammen. Wer Geld beinahe aus dem Nichts erschaffen kann, stiehlt die Lebenszeit von den Menschen, die dieses Geld besitzen, da sie davon ausgehen, dass das Geld durch geleistete Arbeit erhalten wurde und nicht durch einen Knopfdruck. Mit der Zeit entdeckten die Menschen ein besseres Geld als Akori-Perlen oder Stoffstreifen, und zwar Gold. Gold ist ein Metall, welches nur mit enorm viel Energieaufwand gefördert werden kann und somit sehr knapp ist, was sich hervorragend als Speicher der Arbeitsleistung eignet. Das Stehlen der Arbeitszeit ist kaum mehr möglich, da Gold eine Inflationsrate von nur ca. 1,6% pro Jahr hat. Das ist zwar jetzt nicht perfekt, aber es ist das Beste, was die Menschheit bis dato als Geld verwendet hat. Gold hat aber leider auch entscheidende Nachteile. Es ist sehr schwer. Möchte ich ein Land kaufen, bräuchte ich dafür zum Beispiel 30 Kilo Gold. Dieses müsste ich ja erstmal zum Verkaufsort transportieren, was wenig praktikabel ist. Ich meine, ich will ja nur Geld transportieren und kein Krafttraining machen. Gold lässt sich leider auch sehr schwer teilen. Laufe ich zum Beispiel mit einer Goldmünze rum und möchte nur ein Brötchen kaufen, dann müsste ich ja etwas von der Goldmünze abfeilen, damit ich den Gegenwert an Gold übergeben kann. Wie wurde aber nun das Problem gelöst, dass man Gold schwer versenden und teilen kann? Im Grunde wurde Gold in Banken eingelagert und Goldzertifikate, dem Dollar, rausgegeben. Also für 1 Kilo Gold wurde im Gegenzug die gleiche Menge Gegenwert an Dollar ausgehändigt. Somit entstand das goldgedeckte Papiergeld, da man jederzeit seine Dollar gegen das Gold eintauschen konnte. Der Vorteil war nun, dass sich das Papiergeld viel leichter transportieren, lagern und versenden lässt, was deutlich praktikabler war, als einen Goldbarren mit sich rumschleppen zu müssen. Die Unterteilung war auch viel einfacher, da man einfach auf das Papier den Wert schreiben konnte, den man brauchte, sei es der $1, $50 oder $500 Schein. Es war jetzt also möglich, das harte Geld einfach und praktikabel zu nutzen. Leider gab es aber auch Nachteile. Zum Beispiel war ein Vertrauen notwendig, dass auch die gleiche Menge an Dollar vorhanden ist wie Gold. Dieses Vertrauen wurde leider missbraucht, da mehr Goldzertifikate ausgehändigt wurden, als Gold vorhanden war. Solange nicht alle ihr Gold auf einmal wieder haben wollten, funktionierte aber das System. Die USA verschuldeten sich massiv durch das Great Society Sozialprogramm und die Invasion Vietnams. 1971 lagen die Schulden der USA bei 24 Milliarden Dollar, die aber nur mit 11 Milliarden Dollar Gold gedeckt waren. Dadurch schwindete das Vertrauen in den Dollar enorm. Frankreich schickte sogar im August ein Kriegsschiff, um das Gold persönlich abzuholen. Die USA gerieten in Bedrängnis und um eine Staatspleite abzuwenden, hebten sie am 15. August 1971 die Goldbindung auf. Das war der Nixon-Schock, wo Präsident Richard Nixon das Ende des Goldstandards verkündete. Der Dollar war nun nicht mehr an Gold gebunden. Alle Währungen der Welt waren plötzlich mit nichts Seltenem gedeckt, da alle Währungen der Welt an den Dollar gekoppelt waren. Aber wie wir nun historisch wissen, ist es nicht gut, wenn man das Geld leicht erstellen kann. Fiat-Geld ist mit nichts Seltenem gedeckt. Du brauchst keinen Energieaufwand, um es herzustellen. Man drückt einfach auf den Knopf und man hat es. Und daher ist Vertrauen notwendig, dass die Zentralbank das Geld nicht ausweitet. Schaut man sich aber die M2-Geldmenge an, sieht man, dass das Vertrauen ständig gebrochen wird. Gelddrucken ist die Sklaverei der heutigen Zeit. Es ist ein Raub, der so raffiniert ist, dass der Bestohlene den Raub noch nicht einmal bemerkt. Dein Geld, welches du auf der Bank aufbewahrst, wird ja nicht weniger. 5.000 Euro bleiben 5.000 Euro. Der Raub entsteht durch das Gelddrucken, wobei dein prozentualer Anteil an der Gesamtgeldmenge sinkt und du somit dir weniger leisten kannst. Du arbeitest hart, sparst deine geleistete Lebenszeit in Fiat, um dir ein Haus zu kaufen, und nach 15 Jahren merkst du, dass das Haus doppelt so teuer geworden ist. Das ist das Hamsterrad, von dem alle sprechen. Dieses kannst du nur verlassen, wenn du deine Lebenszeit in etwas Seltenem speicherst. Das kann Gold,
Immobilien oder auch Bitcoin sein. Schauen wir uns mal an, was die Eigenschaften von gutem Geld sind. Gutes Geld sollte langlebig, mobil, fungibel, überprüfbar, teilbar und selten sein, zusätzlich eine lange Historie haben und sensurresistent sein. Man erkennt deutlich, dass Bitcoin in fast allen Bereichen besser ist als Gold oder Fiat-Geld. Der einzige Punkt, wo es noch aufholen muss, ist die lange Historie. Je länger es ein Asset oder ein Geld gibt, desto mehr Vertrauen haben die Menschen, dass es in Zukunft auch noch existiert. Mit jedem weiteren Block, den Bitcoin produziert, wird es immer unwahrscheinlicher, dass es wieder verschwindet. Meiner Meinung nach wird Gold aber in der Zukunft kein hartes Geld mehr sein, da Gold im Universum nahezu unbegrenzt vorhanden ist. Der Goldasteroid 16 Psyche hat geschätzt einen Wert von 625 Trillionen Euro und das ist nur ein Asteroid, wovon es Millionen im All gibt. Alles, was uns daran noch hindert, das Gold dort abzubauen, ist Energie und Zeit. Es ist momentan noch schwer, ins All kostengünstig zu kommen. Wenn wir das Problem gelöst haben, brauchen wir nur noch etwas Zeit und schon haben wir das Gold. Wenn man sich den rasanten Fortschritt von SpaceX anschaut, wie die es schaffen, Raketen punktgenau auf einer schwimmenden Plattform im Ozean zu landen und jetzt auch noch das Starship und den Booster aus der Luft fangen wollen, ist deutlich zu erkennen, dass die Raumfahrt enorm kostengünstig in der Zukunft wird. Gold hat momentan eine Inflationsrate von ca. 1,6% pro Jahr. Das heißt, dass du nach 40 Jahren ca. 50% deiner Kaufkraft verlierst, da immer mehr Gold aus der Erde geholt wird. Und nach 100 Jahren sind es sogar minus 80%. Bitcoin zum Vergleich ist noch bis zum Jahr 2140 inflationär, aber auf 21 Millionen Stück begrenzt, wobei schon 18,8 Millionen Stück existieren. Aber warum ist Bitcoin der perfekte Wertspeicher? Bitcoin hat ein glaubhaftes Knappheitsversprechen, da niemand es ausweiten kann, dezentral ist und durch Energie abgesichert ist, weswegen heute kein Staat mehr es angreifen kann. Bitcoin ist nachweislich statisch. Niemand kann die Geldmenge ausweiten, daher gibt es im Bitcoin-Standard keine Ausbeutung durch Inflation mehr. Gesundes Geld setzt sich in 5 Phasen durch. Zuerst als Sammlerstück, das haben wir in der Anfangszeit von Bitcoin gesehen, wo Bitcoin noch keinen Preis hatte. Dann als Wertspeicher, das sehen wir jetzt mit dem Narrativ digitales Gold und Inflationsschutz. Dann als Tauschmittel, das sehen wir jetzt schon in El Salvador mit Lightning. Dann als Rechnungseinheit, wo jeder seine Waren und sein Vermögen in Bitcoin rechnet und zuletzt als globale Weltwährung, wo jedes Land der Welt es als Geld benutzt. Kommen wir nun zu unserer Ausgangsfrage zurück. Was ist Geld? Wie wir nun wissen, ist Geld der Speicher der geleisteten Arbeit, die du gegen andere Dienstleistungen der Gesellschaft eintauschen kannst. Geld ist aber noch was anderes, und zwar der Maßstab für Wert. Aber was ist eigentlich ein Maßstab? Ein Maßstab ist eine festgelegte Einheit, die im besten Fall durch die Natur definiert ist und somit nicht veränderbar ist. Wir verwenden den Meter als Maßstab der Länge, wir verwenden die Sekunde als Maßstab für die Zeit. Geld ist ein Maßstab für Wert. Mit Geld bemessen wir, ob ein Produkt viel oder wenig kostet, wie viel ein Haus im Vergleich zu einem Auto wert ist und wie sich die Preise über die letzten 30 Jahre verändert haben. Wenn der Maßstab sich dauerhaft verändert, kann man die Dinge nicht genau vergleichen. Wenn ein 180 cm großer Mensch gemessen wird und einfach der Maßstab verändert wird, sprich neue Zentimeter hinzugefügt werden, ist der Mensch auf dem Papier um 20 cm gewachsen, obwohl er in Wahrheit gleich groß geblieben ist. Oder wenn ich ein Haus baue, sind die Wände bis zur Hälfte gerade, aber plötzlich wird der Maßstab verändert. Ein Zollstock hat nun nur noch 100 cm statt 200 cm und plötzlich ist ein effizientes Bauen unmöglich und die andere Hälfte wird total schief. Alle heutigen Maßstäbe haben wir auf die Naturgesetze definiert, damit ein effizienter Vergleich möglich ist. Die Länge, die Zeit, die Masse, die Lichtstärke, die Temperatur, die Stoffmenge und die Stromstärke sind alle an die Natur gebunden. Zum Beispiel ist 1 Meter die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von einer 299.792.458 Sekunde zurücklegt. Eine Sekunde ist das 900.192.631.770-fache der Periodendauer der Strahlung, die dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes des Cäsium-Isotops 133 entspricht. Und 1 Mol sind 6,02 mal 10 hoch 23 Teilchen. Den einzigen Maßstab, den wir noch nicht an die Natur gekoppelt haben, ist der Wert. Durch Bitcoin wurde der statische Maßstab für Wert entdeckt. Bitcoin ist auf 21 Millionen Stück begrenzt und wird durch Energie und Zeit, die fundamentalste Ebene, abgesichert.
Durch Bitcoin haben wir nun die Möglichkeit, Dinge über Tausenden von Jahren zu vergleichen. Bitcoin, der Maßstab, ist und bleibt statisch. Wir sehen genau, wie sehr sich die Menschheit durch Fortschritt weiterentwickelt, welches durch sinkende Preise deutlich wird. Wir können genau sehen, wie viel ein Haus heute kostet und wie viel es vor 10 Jahren gekostet hat, ohne dass wir eine Inflationsbereinigung machen müssen. Da wir nun einen statischen Maßstab haben, ist es deutlich einfacher, Kalkulationen in Betrieben zu machen, wodurch die Ressourcen effizienter eingesetzt werden und mehr Wohlstand entsteht. Jede Entwicklungsstufe des Geldes hatte deutliche Verbesserungen zu den vorherigen, leider nicht in allen Bereichen. Glasperlen waren selten, aber durch den technischen Fortschritt in Europa nicht mehr. Gold ist rar, aber dafür leider zu schwer über große Strecken zu versenden und wird in Zukunft vermutlich den Wertspeicheraspekt verlieren. Fiat-Geld ist sehr einfach zum Versenden, ist dafür nicht selten und erfordert Vertrauen, welches pausenlos missbraucht wird. Bitcoin hat es geschafft, alle positiven Eigenschaften von Gold und Fiat-Geld zu vereinen, ohne die Nachteile des jeweiligen Geldes zu haben. Bitcoin ist einfach nur die Evolution, also die Weiterentwicklung unseres Geldes. Bitcoin ist ein Geld, welches mit der fundamentalsten Ebene der Natur, Energie und Zeit fest verankert ist. Bitcoin ist ein Geld, welches der perfekte Maßstab für Wert ist, da es absolut statisch ist. Bitcoin ist der perfekte Wertspeicher deiner geleisteten Arbeitszeit, die nicht gestohlen werden kann, da keine Inflation möglich ist. Bitcoin ist ein Geld, welches deine Zeitpräferenz senkt, da das Sparen belohnt wird. Bitcoin ist ein Geld, wo Reiche nicht noch reicher durch Gelddrucken werden und somit soziale Spannungen weniger auftreten. Bitcoin wird die Menschheit mehr verändern als die Menschheit Bitcoin. Fixe Money, fixe World. Jo, ich hoffe, ich konnte dir erklären, was Geld ist und warum Bitcoin die Evolution des Geldes ist. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, warum Bitcoin so viel Energie verbraucht und warum diese nicht verschwendet ist, dann schau dir mal dieses Video an. Folg mir gerne auf Twitter oder lass 21 eine Spende da. Ciao!